wann dien Volk bäden deed. Als Salomo den Tempel vorig gemerkt had en alle meubelen reit waren en hij die am Tempel gesteld had, dan wordt de Tempel aangewijd. Toen had hij uit ganz Israël Volk aangeloot en grote voorbereidingen daarvoor getroffen. Als het dan zo weit weer, dan steeg hij op een platform en reed dat tot dat volk. En als hij dat volk dan dat gezegd had wat hij wil, dan knijdt hij verder in het haan en vangt aan te beden. En aan zijn gebed erwähnt hij dan manches ook besonders voor zijn volk Israël. En dan wordt ons gezegd in 1. Chronicles 8, de vers 33 en 34 zo staat. Want dien volk Israël van ihre Feind geschlagen worden, wils wie jen die gesündigt haben, en wie ons dan waren nur die kehren, en an dien huis die de Nomen rechte Anerkennung geven en aanbeden, en die wij ons vrouwen, dan horcht u am Himmel en vergef dien volk ihre Sünde, en bring en ware in dit land, wat u en de voeders geeft. Also wenn dien volk beden wordt, Salomo dachte an, dass die Tiden kommen würden, wo Israel vielleicht wird angehorsam worden und nicht mehr an Gott seine Wege wandeln. Und sein Verlangen in sein Gebet wir, dass der Herr dann mocht das Volk Not geben und Gebet erhieren, wann sie würden nur am kommen in Beten. Als Salomo dann vorig wie mit sein Gebet, dann erschien der Herr am nochmals und zei dann zu ihm, dass er sein Gebet erhielt hat. In der 2. Chronik 7, Vers 14, da sagt er dann von sein Volk, wo mein Nomen jenant ist, sich demütigen wird, dass sie beten in miene Jäajenwuat sieekjen und sich nie abmerken und von dort beise loten, dann will ich das Gebet vom Himmel uit erhieren und ihre Sinden verjäwen und auch den Schoden am Launt heelen. Also hier sind ein paar Dinge, die zu beachten sind. Einmal, wann sie beten wollen. Dort meint er, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die beten wollen. Weil Menschen beten ja nicht immer. Und was von der ist ja das so, dass einige Menschen nicht beten. Und leider ist es auch so, dass manche diese Christennamen eigentlich nicht beten. Aber das Neidigste ist, dass die beten würden. Und wann die beten würden, weil das Gebet einen bestimmten Zweck erfüllen wird. Er sagt, dann will ich im Himmel hören. Ich will das Gebet erhieren. Die Antwort wird dann kommen, wann die Menschen beten wollen. Und das Versprechen, das Gott hier so gibt, ist ob das Gebet gerecht. Nicht ob das, was die Menschen sich wünschen. Das soll uns Mut merken, zu beten. Weil Gott versprechen dass er das Gebet beantworten und erhieren wird. Weil ja Gebet nu so eine kraftvolle Sache ist, die uns gegeben ist als Kinder Gottes, soll wir viel mehr Gebrauch davon merken und viel mehr beten. In dieser Schrift stehen, ja wir seien, was für eine Stellung wir annehmen sollen beim Beten. Einmal, wann sie sich deemootjen worden. Das ist ein, worauf Gott kicken wird, wenn Menschen beten dann. Ob sie sich wirklich demütigen. Damit will der Herr sagen, dass wir uns zugeben und anerkennen, dass bei uns nicht alles in Ordnung ist. Und manchmal, wenn Menschen sich verschuldigt haben, dass sie wirklich auch zugeben, dass sie schuldig sind. Salomo redet von Sündigen und Gott redet von beise tun. Also wenn Israel wird sich versündigen und beise Dinge driven und sie dann würden zurückkommen in im Tempel anfangen zu beten und sich zu demütigen für Gott, zuzugeben, dass sie arg werden, dann wird Gott im Himmel ihr Gebet erhieren. Und dann redet er aber auch von Dingen, die können kommen, dass er den Regen holen oder auch Krankheiten checken.
wir leben ja von der an eine Zeit, wo die ganze Welt abgerecht ist und wo diese Krankheit über die Welt gekommen ist. Und wir müssen uns dann auch fragen, ist das vielleicht aus dem Grund gekommen, dass Gott zu uns reden will? Dass er uns aufmerksam machen will, dass du vielleicht Dinge sind, die zu anderen fehlen? Kann es sein, dass wir wirklich zugeben müssen, wir sind nicht nur, wo wir sind sollen für Gott? Und dass wir uns demütigen müssen für ihn und zugeben, dass wir Gott seine Gnade neidig haben? Ohne Zweifel, weil Gott haben, dass Menschen beten sollen, besonders auch in dieser Zeit. Das andere, was neidig ist, sich abmerken, sich nie abmerken, trägt nur Gott kommen. Du meinst erst eine Umkehr, trägt nur Gott gemeint. Dass der Mensch sich nur anwenden hat, von dem er weggegangen ist, in sein Leben mit Gott in Ordnung stellen hat. Und dann in Demut beten. Eine Materie durchkommen, wo Gott uns wirklich erhieren kann. Und dann noch eins. Was wir Menschen beim Beten beachten müssen. Da sind ein paar Dinge, die dort wichtig sind. Und eins ist, dass man an Jesus seinen Nomen beten hat. Jesus, der sagt zu seinen Jüngern an Johannes 14, Vers 13, und was die an meine Nomen beten wollen, das wo ich daunen, omdat der Vater geehrt wird in dem Sehen. Gott will, dass die Gebet erhieren, dass an Jesus seinen Nomen für ihn gebracht wird. Und dass er erhieren dat wehen dort, was Jesus für uns ist und für uns zu tun hat. Zweitens, dass man beim Beten sich unter Gott seinen Willen stellen hat. Beim Beten ist es wichtig, dass wir nur kicken, als es bloß uns Wunsch ist, dass es bloß um uns Verlangen geht, oder als es wirklich um Dinge geht, die an Gott seinen Willen stehen. Johannes der Schrift im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 14. Und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wenn wir ihm nur was fragen, dass nur seinen Willen ist. Das ist so wichtig. Gott wird uns nicht immer gleich dort geben, was wir uns wünschen. Gott weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir tun. Und so will er uns dort geben, was uns neidig ist und was gut für uns ist. Und so müssen wir uns unter Gott seinen Willen stellen, wann wir beten tun. Nicht auf unseren Wünschen, auf unseren Willen bestehen, sondern auf seinen Willen. Aber dass wir beten. Und drittens, dass wir am Glauben beten. Uns wird gesagt am Hebräerbrief, dass wir Gott überhaupt nicht gefallen können, wenn wir nicht glauben. Und Jakobus sagt, dass im Kapitel 1, Vers 6, dass Leute am Glauben beten, in Frauen und nicht zweifeln. Oder es ist wichtig, dass wir am Glauben beten und dass wir dann auch festhalten, dass Gott die Antwort geben kann. Nun möchte ich dich mal fragen, hier steht die Menschen, die du beten. Er sagt dir, wann mein Volk beten wird. Und das ist sehr neidig und sehr wichtig, dass wir in dieser Zeit besonders beten, dort Gott seinen Weg mit uns haben kann. Und dass auch diese Krankheit, die uns gekommen ist in der ganzen Welt, dass er uns dort anbringt, was Gott damit beaufsichtigen wird. Nämlich, dass Menschen Tränen ankommen sollen. Dass Menschen den Weg finden, der zu dem Frieden mit Gott führt. Lasst uns in dieser Zeit besonders das Gebet pflegen. Und so beten, dass wir am Glauben dort, was er uns versprochen hat, auch erlangen tun. Weil wir zu dir hören, was du beten tun. Merk sicher, dass du ein von den Menschen bist, die du beten. Weil die will Gott erhieren. Und das muss Gott uns alle aus Gnade schenken.